Das war mein letztes Projekt, das mich mehrere Wochen lang beschäftigt hat. Ein iMac aus dem Jahr 2011 mit 21,5 Zoll. Den All-in-One-Computer von Apple habe ich für 80 € bekommen und in der Beschreibung stand, dass das Display unaufhörlich blinkt und genau das finde ich auch vor. Immerhin, das System scheint zu funktionieren, das Betriebssystem startet und ich kann auch Programme laufen lassen. Aber dieses Flackern bereitet mir schnell Kopfschmerzen. Ich habe mich echt lange mit diesem System beschäftigt und allerlei Fehlerquellen ausfindig gemacht und viel darüber gelernt, wie man Macs repariert. Ein ganz eigenes Video dazu ist entstanden, wo ich sämtliche Fehlerquellen, über die ich etwas erfahren habe, zusammenfasse. Den Link findet ihr oben. Nachdem ich alle Möglichkeiten ausgeschöpft habe, das System wieder auf Vordermann zu bringen, ohne es aufmachen zu müssen, musste ich dann doch an die Hardware ran. Am RAM lag's leider nicht, das wäre zu schön gewesen und zu einfach bei der Reparatur. Ich fand es auch sehr schwierig, passenden RAM zu finden zu einem akzeptablen Preis. Auch hier wird wieder dieses alte Zeug viel zu teuer verkauft auf eBay und sämtlichen Plattformen, die man so findet. Das Werkeln am iMac war nochmal was Besonderes für mich. Obwohl ich seit 2 Jahren an ziemlich vielen verschiedenen PC-Systemen gearbeitet habe, ist der iMac doch was Neuartiges. Die Bauweise unterscheidet sich sehr deutlich und viele Mechanismen sind da, die zwar heute oft vorkommen, aber für mich noch neuartig sind, wie zum Beispiel die Scheibe aushebeln zu müssen. Besonders herausfordernd fand ich die kompakte Bauweise dieses iMacs, weil jede Platine mit anderen Platinen irgendwie zusammenhängt und das Ausbauen einzelner Komponenten sich als sehr schwierig und zeitaufwendig gestaltet hat. Eine Anleitung im Internet hat mir geholfen, dieses System quasi fachmännisch auseinanderbauen zu können. Dort stand auch, dass der Ausbau sehr, sehr schwierig sei, weil das System so empfindlich ist. Einzelne Kabel, die beim Rausnehmen zerbrechen können oder Pins, die abbrechen können, steigern den Schwierigkeitsgrad bei diesem System. Natürlich wäre es ärgerlich gewesen, wenn ich das System kaputt gemacht hätte beim Reparieren. Andererseits habe ich es ja für wenig Geld bekommen und hatte die Hoffnung, selbst bei einem Beschädigen, dass ich es für gutes Geld weiterverkaufen könnte mit den Ersatzteilen. Es hat mich ungefähr 2 Stunden gekostet, diesen Computer einfach nur auseinanderzubauen. So aufwendig ist es, dieses System auseinanderzunehmen, weil eben alles so verdrahtet ist und so kompakt gebaut ist. Dafür aber bin ich auch wirklich an jede einzelne Komponente herangegangen, konnte alles warten und alle Systemteile überprüfen auf Defekte. Während man bei anderen Systemen sehr schnell an die Komponenten herankommt, also bei einem Standard-Desktop-PC, Seite auf und schon ist alles sichtbar, ist es bei diesem System so, dass man wirklich nach und nach alles ausbauen muss, zum Beispiel die Lüfter, die man dann aber auch schön reinigen kann. Das dauert aber alles eben sehr viel länger als bei anderen Computern. Vor dem Kauf des Computers habe ich ein bisschen recherchiert und habe dann mehrere Fehlerquellen ausgemacht, die es sein könnten. Zuerst habe ich gedacht, es sei ein Displayfehler, sodass man das Display vielleicht reparieren kann. Dann kam ich später auf den Gedanken, dass es vielleicht die Grafikkarte sein könnte und habe sie einfach vorsichtshalber mal gewartet und geschaut, was passiert. Auch dem Prozessor habe ich etwas Aufmerksamkeit geschenkt und ihn gepflegt mit neuer Wärmeleitpaste. Nach all der investierten Zeit und der mühsamen Arbeit habe ich leider die Gesamtsituation erfolgreich verschlimmbessert. Der Bildschirm bleibt nämlich jetzt nach dem Start komplett schwarz. Da habe ich mir das blöde, nervige Flackern gleich zurückgewünscht. Glücklicherweise konnte ich den Fehler schnell finden. Das Kabel am Display selbst war einfach ein bisschen gelockert, ich habe es wieder reingeschoben und dann hat das Display wieder funktioniert. Beziehungsweise das Flackern war wieder da. Da ich immer noch nicht sicher war, ob nun das Display beschädigt ist oder aber die Grafikkarte vielleicht defekt ist, musste ich mir was Neues einfallen lassen. Die Idee war es nun, einen zweiten Monitor anzuschließen, um zu prüfen, ob die Grafikkarte in Ordnung ist. Denn wenn auf dem zweiten Monitor das Bild richtig ausgegeben wird, müsste ja die Grafikkarte in Ordnung sein. Das einzige Hindernis war, das passende Kabel zu finden. Man braucht ein Micro-DisplayPort-Kabel mit passendem Adapter für den Monitor. In meinem Fall habe ich jetzt hier die VGA-Version genommen.
Und tatsächlich funktioniert der zweite Monitor. Daher kam ich dann auf die Idee, dass die Grafikkarte vermutlich in Ordnung ist. Und selbst wenn ich sie hätte ersetzen wollen, wäre es viel zu teuer geworden. Denn auch hier gilt wieder, Ersatzteile sind unsinnig teuer. Eine neue Grafikkarte hätte mich 120 € gekostet. Ein neues Display war bei eBay für nicht weniger als 60 € zu haben. Und es hat mich ein bisschen geärgert, weil ich ja für das ganze System nur 80 € bezahlt habe und es nicht eingesehen habe, für ein Ersatzteil doppelt so viel oder mehr zu bezahlen. Was macht man also, wenn die Ersatzteile viel zu teuer sind, man aber Ersatzteile braucht, um ein Gerät zu reparieren? Findet man sich damit ab, dass man mehr für die Ersatzteile bezahlt als für das Gerät selber? Nein, ich glaube nicht. Also meine Idee war dann eine ganz andere. Ich habe mir einfach ein zweites defektes System gekauft als Ersatzteillager. Den zweiten Mac habe ich für 60 € bekommen und der Verkäufer hat mir versichert, dass das Display in Ordnung ist. Ein weiterer Abend ging dahin, wo ich einfach nur Geräte auseinandergebaut habe und wieder zusammengebaut habe. Das war sehr zeitaufwendig, aber ging schon doppelt so schnell wie beim ersten Mal. Leider musste ich feststellen, dass der Fehler nicht wie vermutet beim Display lag. Das Display nämlich ist beim Mauswechseln genauso gewesen wie vorher. Das heißt, das neue Display hat auch geflackert. In einem kleinen Anfall von Wahnsinn habe ich einfach eine Transplantation des Mainboards durchgeführt, was auch wiederum ein weiteres Mal erfordert hat, das ganze System, beide Systeme auseinanderzunehmen und neu zusammenzubauen. Am Ende hat es funktioniert. Hätte ich die passenden Geräte und das Know-how, hätte ich vielleicht auch schnell herausfinden können durch eine systematische Fehlersuche, dass das Problem am Netzteil liegt. Aber wer es nicht im Kopf hat, hat es hier einfach in den Händen und durch einfach mehr Zeit und Aufwand konnte ich das System wieder auf Vordermann bringen. Während ein Mac nun wieder funktionsfähig war, war der andere weiterhin defekt und hatte mehrere defekte Teile. Den konnte ich dann aber auch wieder für 50 € weiterverkaufen, weil jemand Lust hatte, einen Monitor daraus zu bauen. Neben dem Netzteil konnte ich auch noch RAM aus dem anderen Mac retten und habe aus einem anderen System noch eine SSD-Festplatte herausgebaut, die ich dann als System-Upgrade eingebaut habe. Mit der SSD sollte dieser alte Mac von 2011 deutlich schneller laufen. Mittlerweile habe ich den Mac so oft auseinandergebaut, dass das Ganze schnell und routiniert geht. Und jetzt freue ich mich auf ein funktionierendes altes System, das aber super läuft für sein Alter und auch noch aufgerüstet ist. Für insgesamt 90 € und mehrere Abende Arbeitszeit habe ich nun ein gutes System, das mir sowohl zum Arbeiten als auch zum Experimentieren dient. Mein Ziel war es nämlich, hier Ubuntu zu installieren, um damit mehrere Monate lang arbeiten zu können und ein bisschen mehr Erfahrung mit Linux zu sammeln. Tatsächlich ist dieser Rechner dann für mich zum bevorzugten Rechner für Videokonferenzen geworden und auch zum Programmieren üben. Wenn man kein Reparaturprofi ist und auch nicht das richtige Werkzeug dafür hat, sollte man sich so einen defekten iMac vielleicht auch nicht zumuten, es sei denn, man hat sehr viel Freude am Reparieren oder am Auseinanderbauen von Geräten. Wenn man es dann geschafft hat, ist die Freude enorm. Wer aber so einen funktionierenden alten Mac hat und Lust hat, damit was Schönes anzustellen, für den kann ich das echt nur empfehlen. Es ist ein tolles Gerät, auch nach 10 Jahren immer noch super brauchbar und mit Linux erst recht frisch wie am ersten Tag. Was denkt ihr darüber? Lasst doch einen Kommentar da. Danke fürs Zuschauen, ciao und bis zum nächsten Mal.